Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Aue. Ich bin Radreisender und Abenteuerfotograf. Ich befinde mich gerade in einer der schönsten Städte Europas. Hier gibt es einen Eiffelturm, aber nein, ich befinde mich nicht in Paris, in der Stadt der Liebe. Ich befinde mich in der Hauptstadt Tschechiens, in Prag. Und was es mit dem Eiffelturm auf sich hat und warum Prag mit zu den schönsten Städten Europas gehört, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Prag ist die bevölkerungsreichste Stadt Tschechiens und besitzt über 1,3 Millionen Einwohner. Zusätzlich besuchen über 5 Millionen Touristen jährlich die Stadt. Sie wird auch Goldene Stadt oder Stadt der 100 Türme genannt. Ein Grund dafür können die Sandsteintürme sein, die bei Sonneneinstrahlung golden schimmern. Oder aber auch, weil Karl IV. Die Türme der Prager Burg vergolden ließ. Berühmte Sehenswürdigkeiten sind zum Beispiel die Prager Burg, die Karlsbrücke oder die mittelalterliche Rathausuhr. Und genau die und viele weitere zeige ich euch jetzt. Die Karlsbrücke zählt wohl zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Prag. Über 30.000 Touristen laufen täglich über die 10 Meter breite und 516 Meter lange steinerne Brücke. Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut, war somit eine der ersten Brücken in Prag und zählt zu den ältesten Steinbrücken ganz Europas. Ihren heutigen Namen, Karlsbrücke, erhielt sie erst 1870. Davor war sie als Prager Brücke oder Steinerne Brücke bekannt. 2002 wurde Prag von einer Jahrhundertflut heimgesucht. Die meisten Brücken, darunter auch die Karlsbrücke, wurden gesperrt. Ganze Stadtteile konnten nur per Boot erreicht werden und weite Teile der Stadt waren ohne Strom und Wasser. 70.000 Prager mussten aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert werden. Es kamen dabei 17 Menschen in Prag ums Leben und der Gesamtschaden betrug über 3 Milliarden Euro in ganz Tschechien. Am stärksten war wohl die Prager Metro betroffen. 18 Stationen standen komplett unter Wasser. 107 Rolltreppen, 23 Aufzüge und alle unterirdischen Kabel wurden zerstört. 20 Kilometer der Metro standen unter Wasser. Der Schaden allein für die Metro betrug über 280 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme der gesamten Metro konnte erst 7 Monate später, im März 2003, wieder gewährleistet werden. Der Prager Zoo liegt direkt an der Moldau und war genau wie die Metro 2002 stark von der Jahrhundertflut heimgesucht. Es wurden über 1000 Tiere evakuiert und 50 freigelassen. Trotzdem starben über 134 Tiere, darunter auch der asiatische Elefantenbulle Kadira und der Seelöwe Gaston, der von der Moldau über die Elbe bis nach Hamburg schwamm und leider beim Rücktransport verendete. Heute zählt der Zoo zu den 15 schönsten Zoos der Welt und beherbergt über 700 Tierarten. Er wurde 1931 eröffnet und liegt im Stadtteil Troja. Er ist auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. So fährt zum Beispiel die Buslinie 112 direkt zum Zoo. Wer alternativ mit dem Auto oder mit dem Bus anreist, findet genügend Stellplätze neben dem Zoo. Und für alle Hundebesitzer gibt es auch eine gute Nachricht: Hunde sind im Zoo erlaubt.
Wer flexibel, schnell und unkompliziert in Prag unterwegs sein möchte, benutzt eine der 3 Metrolinien. Tagsüber fahren sie alle 3 bis 4 Minuten und abends alle 5 bis 7 Minuten. Die Fahrzeiten sind von 4:30 Uhr morgens bis kurz nach Mitternacht. Und wer einmal das Ticket gekauft und entwertet hat, kann alle Metros, Straßenbahnen, Busse und auch eine der 7 Fähren benutzen. Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel kann man direkt in der Straßenbahn, per SMS, an den Fahrkartenautomaten, in einigen Tabakläden und in einigen Supermärkten erwerben. Nachdem das Ticket erworben wurde, geht es über eine der vielen Eingänge und Rolltreppen hinab bis auf 50 Metern Tiefe. In Prag musste aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse so tief gegraben werden. So zählt die Metrostation Náměstí Míru mit einer Tiefe von 53 Metern zu der tiefsten Station in ganz Prag und sogar zur tiefsten der gesamten Europäischen Union. Im Prager Zentrum treffen sich alle 3 Metrolinien und die Stationen Florenz, Můstek und Museum bilden ein Dreieck, wo man direkt umsteigen kann. Auch eine neue Metrolinie ist bereits in Planung. Sie heißt Linie D oder Blaue Linie und soll den Süden Prags mit dem Stadtzentrum verbinden. Die Besonderheiten der geplanten Linie sind die fahrerlosen Kabinen und die automatischen Türen zum Ein- und Aussteigen ohne Personal. Nicht weit vom Prager Eiffelturm entfernt steht das größte Stadion der Welt. Es bot Platz für über 250.000 Zuschauern und war ab 1926 Austragungsort von diversen Massenveranstaltungen, Paraden, Konzerten und Sportveranstaltungen. Mittlerweile dient das eher baufällige Gebäude nur noch als Geschäftsstelle und Trainingszentrum des Fußballvereins Sparta Prag. Und auch aus Sicherheitsgründen sind nur noch maximal 56.000 Zuschauer zugelassen. Aus der Luft kann man auch sehr gut die Größenverhältnisse des Stadions erkennen. Und der riesige Turm neben dem Stadion ist der Lüftungsschacht für die Schnellstraße, die unter dem Stadion entlang führt. Die Prager Burg zählt zu den größten Burganlagen der Welt und ist neben der Karlsbrücke und der Astronomischen Uhr eine der meistbesuchtesten Orte in Prag. Die Prager Burg wurde im 9. Jahrhundert errichtet und hat sich stark im Laufe der Zeit gewandelt. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Burg mit dem Veitsdom ergänzt, dessen Türme noch heute die Burganlage überragen. Genauer betrachtet ist die Prager Burg nicht nur eine Burg, sondern ein ganzer Komplex, der als Burg zu verstehen ist. Die Prager Burg ist neben dem Sitz des tschechischen Präsidenten auch ein bedeutendes historisches Kulturdenkmal. Im Burgkomplex werden Kronjuwelen, die sterblichen Überreste der böhmischen Könige, kostbare christliche Reliquien, Kunstschätze sowie historische Dokumente aufbewahrt. Wer die Burg besichtigen möchte, sollte viel Zeit einplanen, denn es gibt einiges zu sehen. Neben den Gartenanlagen, den Museen und dem Veitsdom lohnt es sich auch, das Goldene Gässchen zu besuchen. Ab 17 Uhr ist der Eintritt frei und man kann in den vielen Souvenirläden ein paar Andenken finden oder sich in der Ausstellung über das Leben in dem Gässchen informieren.
Der Prager Marktplatz oder Altstädter Ring besitzt eine Gesamtfläche von über 9000 Quadratmetern und wurde bereits im 12. Jahrhundert angelegt. Neben dem berühmten Jan-Hus-Denkmal, dem Altstädter Rathaus und der astronomischen Uhr, der gotischen Teinkirche und der barocken Nikolauskirche führt auch der historische Königsweg über den Platz. Das Altstädter Rathaus wurde im 14. Jahrhundert angelegt, aber erst im 19. Jahrhundert fertiggestellt. Die Bauarbeiten des 70 Meter hohen Rathausturms wurden 1364 beendet und seit dem Jahr 2000 kann man den Turm auch barrierefrei mit dem Fahrstuhl erreichen und die historischen Räume besichtigen. Die astronomische Uhr wurde 1410 in Betrieb genommen und stellt heute ein bedeutendes Kulturdenkmal dar. Große Teile des Rathauses wurden durch den Zweiten Weltkrieg zerstört und mussten abgerissen werden. An dieser Stelle steht heute ein kleiner Park mit einer Gedenkstätte für die Gefallenen des Aufstandes von 1945. Der Prager Fernsehturm ist mit seiner Gesamthöhe von 216 Metern das größte Gebäude in Prag. Getragen wird das 11,8 Tonnen schwere Konstrukt durch 3 stahlverkleidete Betonsäulen, die durch 10 Riesenbabys vom tschechischen Künstler David Czerny verziert wurden. Vom Fernsehturm aus kann man durch die 360-Grad-Sicht von immerhin 93 Metern Höhe die ganze Stadt bestaunen und eines der vielen gastronomischen Angebote im Turmrestaurant auf immerhin 63 Metern in Anspruch nehmen. Der Turm dient seit 1992 nicht nur als touristische Aussichtsplattform, sondern in erster Hinsicht der Verbreitung von Fernseh- und UKW-Hörfunkprogrammen und als meteorologische Station. Der Aussichtsturm auf dem Berg Petschrin wurde anlässlich der Weltausstellung im Jahre 1891 erbaut und stellt eine direkte Kopie des Pariser Eiffelturms dar. Mit seiner Gesamthöhe von 63,5 Metern befindet er sich auf derselben Höhe wie der Pariser Eiffelturm. Exakt 299 Stufen führen auf die Aussichtsplattform, von wo man aus ganz Prag, die Moldau und weite Teile Böhmens sehen kann. Der Turm ist über den Petschrin-Park gut zu Fuß zu erreichen. Alternativ kann man auch die Seilbahn nutzen oder mit dem Auto anreisen. Auf der 510 Meter langen und 130 Meter hohen Trasse pendeln täglich alle 10 bis 15 Minuten 2 Wagen bis zum Gipfel und zurück. Wer bereits ein Ticket für den Prager Nahverkehr gekauft und entwertet hat, kann auch die Seilbahn nutzen. Hier auf dem Witkow-Hügel gibt es nicht nur einen Park mit schön angelegten Spazierwegen und eine tolle Aussicht zu genießen, sondern auch das Nationalmuseum mit dem Nationaldenkmal. Weitere Bestandteile des Denkmals sind das Grab des unbekannten Soldaten, ein monumentales Reiterstandbild vom Hussitenführer Jan Žižka und ein Kaffeehaus mit einem Panoramaausblick auf Prag und natürlich einem Aussichtsturm. In einem der über 200 Parks in Prag kann man Ruhe und Entspannung finden und unkompliziert eine Auszeit von der Hektik und dem Lärm der Innenstadt nehmen. Der Letner Park sowie der Stromowka Park gehören zu den größeren Parks in Prag und sind durch die verschiedenen Aussichtspunkte auf die Innenstadt sehr attraktiv.
So kann man unter anderem im Lettnerpark vom Metronom oder dem Pavillon auf die Moldau und das Stadtzentrum blicken. Von 1953 bis 1962 stand im Lettnerpark eines der größten Stalin-Denkmäler unserer Zeit. Heute erinnern nur noch die Grundmauern an das 15 Meter hohe und 22 Meter lange Denkmal, an dessen Stelle seit 1992 das Metronom steht. Der Platz um das Denkmal ist heute das Paradies für Skater und Studenten und es gibt im Sommer öfters Live-Musik und Open-Air-Partys. Was für New York der Central Park ist oder für München der Englische Garten, das ist für Prag der Stromowka Park. Im weitläufigen Park findet man genügend Plätze für ein Picknick oder die ein oder andere Gelegenheit, an heißen Sommertagen Eis zu essen. Alternativ kann man auch das Planetarium besuchen oder einfach einen Spaziergang unternehmen. Ein weiteres Planetarium befindet sich auf dem Petschrinberg, in unmittelbarer Nähe zum Eiffelturm. Genau hier an der Moldau hat vor 8 Monaten alles angefangen. Ich bin um einige Erfahrungen reicher geworden, was das Filmen und Fotografieren angeht und habe auch viele neue Ideen für weitere Projekte gesammelt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr noch andere Ideen zu anderen Videos habt, lasst es mich doch einfach im Kommentarbereich wissen. Und die letzte Sache noch, wenn ihr auf der Suche nach einem Fotografen oder Videografen seid, schreibt mir doch einfach eine E-Mail an stefanaue@yahoo.de. Vielen Dank und bis bald, euer Stefan.